Das ist eine der Hauptfahrstrecken hier auf Y. Es wird trocken. Heute Nacht sollen wir noch einmal einen Regenschauer bekommen. Aber danach sieht es eigentlich danach aus, als ob der Rest dann trocken stattfindet. Und der Schlamm wird schnell hart, betonhart. Ich habe deswegen vorhin schon mal, während das Video für euch gerendert hat, bei den Nachbarn die Plattschaufel ausgeliehen und mal ein bisschen begradigt. Nochmal einen kräftigen Applaus! Und Platz 450, 1 die erste. ist das! Nicht das Zeug, oder ne? Wer hat denn aber mal so aussprossen? So. Und einmal kommt der Träger wieder durch, sieht alles wieder aus wie vorher. Ja, genau. Da warten wir drauf. Yes. Too much. Matsch, du Matsch, Matsch. Willst du auch noch von uns eine Hake haben? Zum Gerade ziehen, ne? Ja. So ein bisschen einen Zen-Garten draus machen. Ja, ein Paradieschen anpflanzen oder so. Muss einen Bär freischaufeln, du hast gebucht. Da ist der feste Grund. Ich glaube, wir haben noch nicht klein mit. Nee, während den Anfängen, wenn das die nächsten 2 Tage trocken bleibt, ist das wie Beton. Ja, natürlich, aber tu doch erstmal das freischaufeln, was du gezahlt hast. Den Rest machst du dann, ne? Das haben wir hier schon gemacht. So, jetzt kommt Security, du. Jetzt wird's Sagen, aber das sieht doof. erstmal gut aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Kommen sowieso noch Träger. Du kannst noch ein bisschen retten. Warte, hier meinst du so, ne? Da muss noch. Ja, gut. Machen wir. Jawohl. Und da muss auch noch 1 Millimeter. Jo. So, nun ist das gut austangiert. Sieh's wohl. Jawohl, jawohl. Das ist Heavy Metal. Heavy Metal in Form von einer Plattschaufel. Ab sofort mein Festivalzubehör, das ist Nummer 1. Und im Moment gehe ich jetzt außen rum über Gribom. Also das ist zwar ein Drittel länger die Strecke, weil man Bogen läuft, aber allemal angenehmer zu laufen als hier über diese Matschwiesen. Das ist kein Vergnügen mehr. Ich muss auch sagen, das hat mich gestern Abend, als ich nach dem Doro-Konzert zurückgegangen bin, echt geschlaucht. Da war der Tag dann wirklich lang. Einfahrt Y Süd. Schlammbrühe. An den Bus könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Das war, glaube ich, in meinem ersten Video, wo ich den unter anderem gezeigt habe. Und das machen mittlerweile sehr, sehr viele, dass sie außen rumlaufen. Für mich passt es gut im Plan. Ich wollte nämlich noch mal bei Christian und Nadine vorbeischauen mit dem Wikingerschiff, wie das jetzt fertig aussieht. Und wir kommen ja nachher in der Dorfstraße an, dann können wir uns auch die Dorfstraße mal angucken. Das empfehle ich euch ohnehin. Jeder sollte mindestens einmal in der Woche auf der Dorfstraße in Wacken gewesen sein. Der heilige Boden scheint schon irgendwie flüchten zu wollen hier. Also der Schlick wandert zunehmend. Es gibt hier auch Leute, die mit den entsprechenden Fahrzeugen angereist sind. Ich glaube, die beiden MANs da werden mit der Abreise kein Problem haben. Nicht wirklich. Ja, jetzt bin ich hier in Gribom angekommen. Ich gucke mal auf den ersten Hof, weil das sieht mir danach aus, entweder ist es Solidarität oder die haben die Flächen von vornherein vermietet gehabt. Aber das fragen wir mal. Ich bin hier gerade in Gribom, habe am ersten Hof hinterm Ortsschild einfach mal geguckt und habe tatsächlich ein paar Leute hier angetroffen, die hier zu der Hofstelle mit dazugehören. Die stehen hier hinter mir. Und da habe ich jetzt gefragt, Mensch, ist das, was ihr jetzt hier im Hintergrund gerade bei mir gesehen habt, die ganzen Zelte, die ganzen Wohnmobile, die hier stehen, haben die von vornherein die Flächen vermietet gehabt? Das gibt es hier ja auch, dass die Leute hier einfach sich ein bisschen Zubrot verdienen und sagen, Mensch, ihr könnt bei mir gut stehen, ne? Das gibt es auch. Ja. Aber das ist hier nicht der Fall. Du hast das anders gemacht, ne? Ja, die standen ja alle im Stau und so hier, ne? Ja. Kamen ja nicht rauf. Die Bewegte Koppeln- sich nichts mehr Nee. über Stunden. Ne, genau. Die Koppeln waren ja komplett kaputt oder sind ja immer noch kaputt. Ja. Und dann
ja, haben einzelne Leute halt immer gefragt, ne, die auch schon lange im Stau standen. Ja. Ja, und so wurde das dann immer voller. Von Es wird immer mehr und immer mehr. Ja. Und jetzt liegen hier auch schon Kabel über die Auffahrt, Genau. also Stromversorgung und Wasser so haben sie weiter. auch gekriegt, Toilette. Das ist das, was ich hier wirklich super toll finde. Es ist eine wahnsinnige Solidarität von den Leuten. Also ihr seid ein Beispiel. Ich weiß von einer Koppel in Beesdorf, die auch für 150 Camper freigegeben worden ist. Die nennen sich momentan Ausweichfläche A. Hat wohl Thomas Jensen geprägt, den Namen. Ne? Also es ist wirklich fantastisch, was hier stattfindet, wie das hier läuft. Ihr habt auch ein bisschen Spaß daran, ne? Wir haben auch Spaß, ja. Wir werden überall eingeladen, dürfen überall Ja, essen. ja. Die kommen auch mal zu uns hin. Und Jetzt wird es ja wärmer. Ne? Also ich komme ja auch aus der Gegend. Ich weiß, wie das jetzt wird. Die nächsten 2 Tage. Wir kriegen noch eine Nacht, kriegen wir noch ein bisschen Regen. ja, genau. Aber das ist Das doch besser. wird eine ganz schöne Knüppelschlacht, da die Autos wieder rauszukriegen. Ich glaube auch, ja. Mal sehen, wie lange die brauchen dürfen. Ja, ja. Also ich habe Glück. Ich bin an der Endparzelle, dass ich also wirklich nur 3 Meter bis zum Streuhäcksel habe. Ja. Von daher, ich habe das heute schon mal mit der Plattschaufel ein bisschen plattiert, weil der Boden wird nachher betonhart, wenn das hier so richtig austrocknet. Ne? Ist jetzt schon. Ja. Also wird schon härter. An den Stellen, wo eben das Wasser schon weggelaufen Genau, ist. ja. Ne? Also da muss man rechtzeitig anfangen zu schaufeln, sonst wird es hart. Ja. Ja, aber es wird klappen und ich denke, dass das dann über die Parzellen, die freigeräumt ist, da kann man dann ja entsprechend wieder rüberfahren. Ne? Wollen wir hoffen. Die Koppeln, die jetzt hier Y zum Beispiel sind, weißt du, zu wem gehören die? Also das hier drüben ist unsere. Ja, das ist eure Koppel. T und Q ist auch unsere. T und Q ist eure. Ne? Wie behandelt ihr die Wege dann? Das Ganze muss ja irgendwie wieder gerade gerückt werden Das nachher. gucken wir dann mal. Eigentlich wird das meistens mit einem tiefen Lockerer gelockert Ja. und dann einmal neu eingesät. Aber dieses Jahr ist ja ein bisschen Ist ein bisschen das Ganze. extremer. Man muss vielleicht dann auch ein bisschen wieder so erstmal ebnen, weil das Genau. ist ja auch alles weggedrückt zur Seite. Ja. Ne? Wir gucken mal. Ja. Also so Aber- schlimm hatten wir es halt auch noch nie. So schlimm. Das ist eben das, was ich auch sage. Ich habe auch gehört von Leuten, das ist doch schon immer so gewesen und das kennt man doch. Nee, so schlimm wie dieses Jahr Also wirklich haben wir nicht. das wirklich noch nie gehabt. Und deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass es hier wirklich dann einen Befahrstopp gegeben hat, dass man die Anreise abgebrochen hat. Also es sind wirklich Ausnahmeverhältnisse, die wir hier haben. 20 Regentage im Juli Ja. ist nicht normal. Nein. Ne? Das hat ja so viel geregnet, das war ja Wahnsinn. Ich freue mich über eure Solidarität. Das Wikinger-Schiff, das lockt hier wirklich die Leute an. In dem Fall hat hier gleich ein kompletter Streifenwagen angehalten, weil das wollten die sich nicht entgehen lassen hier. Auf keinen Fall. Das kann man sich nicht entgehen. Also so einen apokalyptischen Reiter hinter dir, das darf man sich auch nicht entgehen lassen. Ne? Also Nee, ist ein hervorragend. Es ist wirklich mega. Es macht hier einen Heidenspaß. Christian, moin. Wie ist die Deichgräfin und der Deichgraf? Ich dachte schon wieder. Ah, Deichgraf ist tatsächlich eure Rufnamen auf Funk jetzt. Oh, cool. Hallo. Ja, schön. Ui, Das ist ja ein cooles Outfit. Alter Schwede, sieht ja gut aus. ja, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, das war ich im ersten Video euch schuldig. Der apokalyptische Reiter stand noch nicht da. Jetzt steht er mit leuchtenden Augen. Na, oha, der guckt mich aber auch böse an. Ich glaube, ich bin gleich fällig. Mit Bewegung und allem drum und dran. Und dann schauen wir uns das Schiff noch mal schön an von der Seite. Jetzt ist auch alles abgeflammt. Und ja, der Wolf hat irgendwie was zum Futtern gekriegt. Ne? Der Kopf ist schon weg. Die Ruder sind dran, die Schilde sind dran. Der eine oder andere hat hier auch mal ein paar Körperteile verloren. Ne? Das kommt halt vor. Nach Fest kommt ab, wie man so schön sagt. Und rundrum liegen hier auch ein paar Gebeine rum. Die sind alle schon auf dem Weg nach Valhalla. Und sogar hier ans Ruder, an das Ruderblatt ist gedacht worden. Zur Abschreckung, dieses Boot überholt so schnell keiner von hinten. Und jetzt gehen wir mal rein ins Boot. Jetzt muss ich viel reden, weil sonst habe ich gleich einen Copyright-Claim wegen der Musik. Aber so gemütlich kann man das hier drin haben. Wir haben jetzt eben gerade hier gegessen. Ich selber muss meinen Teller jetzt auch noch schnell leer essen. Ich werde hier gut versorgt. Wir trinken den Milch. Hier sogar im Wikinger-Schiff ein Bierbuddy. Und der funktioniert. Das ist das Zapfen von unten. Habe ich auch schon mal gesehen gehabt. Damit kriegt man es ja ziemlich flott voll. Cool. Gutes Bier dauert 7 Sekunden. 7 Sekunden und es läuft einem über die Finger, wie wir sehen. Ne? Und danach in den Hals hinein und runter. Genial. Also was hier alles gemacht wird, ne? Das hier ist ein Henna-Tattoo. Also das ist hier der Hammer. Wie lange hat das gedauert? 20 Minuten. 20 Minuten. Ja.
Von den besten Typen ever. Von den besten Typen ever. Also das ist schon der Hammer. Ich glaube, das Schiff ist in Flammen. Halloween soll hier auch ordentlich was los sein. Und so sieht das Ganze dann von der Straße aus. Señor. Hello. ¿De dónde eres? Ciudad de México, Mexico City. Ah, Here. de Mexico City. Yes. This is my from 2013, 10 years in Bakken. Aha. Ah, 10 years in Wacken. And you? Lalo. Lalo from Mexico. My cousin. Ciudad de México, segunda vez en Bakken. Segunda vez, segunda vez. Yes. Muy bien, muy bien. This is my sixth. Ah. Wacken! Ja, wir haben die mal wieder gerettet, weil die haben keine Chance, irgendwo zu stehen. Ja. Und wir haben gesagt, ey, Ihr habt campt noch bei uns. einen Platz irgendwo noch mal zusammengekratzt. Genau, wir haben Ja. gesagt, stellt euch da hin. Ihr dürft bei Das uns campen. ist, das ist hier wirklich die Solidarität. Also, that's brotherhood in metal. I know. In metal we trust. Power, metal with trust. Hier ist alles raufgeholt worden. Hier ist alles raufgeholt worden, was geht. Und hier ist die Botschaft. Mama, mir geht's gut. Die notwendigsten Lebensmittel werden gerade zum Camp gebracht. Und da haben wir einen Nightliner. Jawohl. Pain into Power. Ja, und das wären sie gewesen. Die Parkflächen. Denn hier stehe ich jetzt genau vor den Tagesparkplätzen. Ich zeige euch das mal über den Zaun. Da hinten seht ihr auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Störche, die da gerade in den Feuchtgebieten ihre Nahrung suchen, denn das sind Feuchtgebiete. Man kann das auch da hinten so ein bisschen an den Spuren sehen. Na, wenn man da jetzt wirklich Fahrzeuge raufgeschickt hätte auf diese Fläche, das hätte ganz schnell genauso ausgesehen wie auf den Campgrounds. Und die Fahrzeuge wären nur mit Schlepperhilfe rauf und auch wieder runtergekommen. Deswegen vollkommen korrekt die Entscheidung, Tagesparkplätze sind gesperrt und damit sind natürlich auch keine Tagesgäste möglich. Das ist einfach der Sicherheit halber erforderlich. Lothar Tiermann lopen wie den Boom, warte all griepen. Lass das Tiermann laufen, bei den Bäumen werden Sie ihn schon greifen können. Das ist eine Besonderheit von der Schleswig-Holstein Netz AG, dass sie nämlich ihre Umschaltkästen hier von Künstlern veredeln lassen, jeweils in Themen, die zum Ort passen. Ein Mussbus aus Hamburg. Da würde ich doch mal sagen, das sind Busse, die hier gar nicht eingeplant sind. Auch mit im Einsatz. Ausruhen für 0 € stehen hier extra 2 Stühle. Das ist ein Humor, den kann ich gut vertragen. Das ist auch immer wieder gern gesehen. Das Wegebier, das ihr trinkt, da werdet ihr eigentlich auch immer irgendwo jemanden mit Freude machen können, wenn ihr das Pfand dann da liegen lasst und ihr müsst die Dose nicht mehr weiterschleppen. Oftmals kriegen das die Kinder als Taschengeld. Da höre ich doch das unverkennbare Turbopfeifen von einem Fendt mit dem begehrtesten Gut, das wir hier haben. Hackschnitzel! Ja, die Hackschnitzel werden hier überall gebraucht, um Einfahrten irgendwo zu stabilisieren, um im Infield irgendwo dem Schlamm Herr zu werden. Ich bin hier jetzt gerade auf Höhe Omnibusbahnhof Gribum. Da oben haben wir auch das Schild Wacken Open Air, Welcome Metalheads. Und hier gehen dann also alle Taxis einmal im Kreis und alle Busse einmal im Kreis. Also nach dem, was ich gesehen habe, sind hier wesentlich mehr Busse im Einsatz, als ich in den vergangenen Jahren gesehen habe. Das heißt, am Pendelverkehr scheint irgendwo was gedreht worden zu sein, dass mehr Pendelbusse angeboten werden als in den normalen Jahren, um das mal so zu nennen. Und wenn ihr da drüben hier rüber guckt, da war, als ich das erste Video gedreht habe, noch Willkommen Metalheads. Jetzt steht hier Welcome Metalheads mit entsprechenden Wikinger-Schilden. Das ist neu. Die haben das Banner nochmal ausgetauscht. Hier ist dann auch gleichzeitig der Fahrradparkplatz. Und da seht ihr jetzt auch die Bandausgabe, die es direkt am Busbahnhof gibt. Dass ihr also hier direkt dann auch Bändchen kriegen könnt. Das gucken wir uns aber gleich nachher nochmal näher an. Jetzt ist nämlich für mich das Hauptanliegen, ich zeige euch mal die Dorfstraße. Jeder, der in Wacken zu Besuch ist, sollte mindestens einmal über die Dorfstraße gehen und das mal miterleben. So, und dann gehen wir mal auf die Dorfstraße. Es ist so, wenn man hier aus der Gegend kommt, man trifft in einer Tour Bekannte. Das geht nicht anders. Da dieses Jahr natürlich erheblich weniger Tagesgäste hierher kommen,
ist das auch für die Dorfbewohner hier natürlich ein enormer Verlust. Die hätten sonst mit den Tagesbesuchern natürlich noch viel, viel höhere Einnahmen gehabt. Jetzt sind es hauptsächlich die Festivalbesucher. Denn dadurch, dass die Tagesparkplätze nicht nutzbar sind, kommen hier effektiv auch nur Tagesbesucher rein, die es irgendwie mit dem Fahrrad schaffen. Der Biergarten ist hier im Gang. Da spielt dann manchmal auch noch mal ein Spielmannszug von Hannerau-Hademarschen, hatte ich letztes Jahr, dass die da gerade gespielt haben. Und ansonsten kann man einfach mal gucken, setzt sich irgendwo an der Ecke und schaut, was so alles an einem vorbeiläuft. Ja, hallo, jawohl. Ja. Wie jedes Jahr. Und das ist das Schöne, was ich hier gesehen habe. Das ist eine anständige Portion Käse hier. Das ist der Hammer, die Jungs, die Alter. Ja. Und so lecker. Ja. Guck mal hier, die ist gerade dabei. Das ist mein Spießer, ne? Ja, ja. Das ist mein Spießer. Und ich bin der Aufschneider So. hier, ne? Und hier haben wir dann den Käsespieß. 4 leckere Käsesorten mit Traube dazwischen, 4 €. Das finde ich nicht zu teuer. Und der Steinburger Heavy Metal. Guck mal, den muss ich dir ja noch mal zeigen. Steinburger Heavy Metal. Also ich möchte auf jeden Fall den Das ist er. Heavy Metal haben. Zeig mal, dass man. Oh, ja, ja. Und das ist der Steinburger Heavy Metal Cheese. Wow. Oh, der rockt sogar noch hinterher. Ja, Der macht die Hüften zart. Uriah Heep, ja. Und wir wollen einen Kreator gucken. Jo. Und wir sind hier geblieben, weil wir da hinten versackt sind und jetzt einen Käsespieß essen. Ja, ja. Der Aufschneider und der Spießer. Und jetzt für ewig auf YouTube, ne? Und ist sie nicht hübsch? Also ich habe eben gerade gesagt, wer schöner ist als sie, ist geschminkt. Ne? Glaubst oder nicht? Von der Viertelstunde habe ich ihr das aufgesetzt. Ja, guck. Ja. Und da wurde sie noch richtig rot. Ist das schön, wenn man da immer noch rot werden kann bei sowas? Ne? Super. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ne? So, und sowas erlebt ihr nur hier auf der Dorfstraße. Das müsst ihr einfach mal mitmachen, da müsst ihr einfach mal durch. Zeitraffern wir mal ein bisschen die Strecke durch die Dorfstraße. Und am Ende von der Straße sind wir dann an der LGH Clubstage angekommen, die 9. Bühne des Wacken Open Airs. Das ist der Landgasthof, in dem das Ganze früher mal angefangen hat. Moin. Da ist die Asche von Und da ist Lemmys Asche, ein Teil seiner Asche. Lemmy Kilmister ist hergekommen und hat gesagt, in seinem Testament, überall wo ich großartig aufgetreten bin, da muss die Asche verteilt werden. Ja. In seinem Heimatort in England, ein Teil in Amerika und ein Teil hier in Wacken. Da sind noch seine Auftrittsklamotten, einer seiner Bässe, die Stiefel und die guten Marshall-Boxen natürlich. Und hier haben wir einfach mal eine goldene Schallplatte hängen von Fury in the Slaughterhouse. Die beiden verstehen auf alle Fälle auch Humor, weil das ist eine echt anständige Karikatur von Thomas Jensen und Holger Hübner. Hinterm Landgasthof ist dann auch noch ein richtig schöner Biergarten hier. Und wer das hier nicht kennt, das ist ein Original-Kotzbecken. Das kenne ich aus den Landgasthöfen hier aus der Gegend. Das hat es immer gegeben, dass man dann, wenn man überhaupt nicht mehr konnte, sich dann hier schön das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen konnte. Hier noch original vorhanden. Und das ist natürlich auch ein schönes Schild. Ich habe euch mal einen kleinen Gruß da gelassen. Das ist hier die eigentliche LGH Clubstage. Der Saal quasi eigentlich vom Landgasthof. Im Moment wird umgebaut, nächste Band kommt. Hier könnt ihr echt geile Konzerte erleben. Soundcheck.
war jetzt nur ein kurzer Soundcheck-Test. Wurde mir gerade gesagt, weil mich der Lucky mittlerweile schon wieder seine Fußmaschine zerstört hat. Ist doch zu leise! Mit euch ist doch viel besser! Ja, heute war es schon deutlich besser, seit wir gekommen sind. Kam die Sonne raus, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, einige wissen vielleicht, ich interessiere mich ja sehr so für Biologie und solche Geschichten. Ich bin so ein bisschen auch ornithologisch unterwegs. Und heute kreisten schon wieder die Störche in den Aufwinden rum, was deutlicher Wetterwechsel andeutet. So. Haben wir denn noch irgendwo hier eine Fußmaschine vielleicht? Unsere alten Alben aus den 90ern, die Trapped und die Missing Link, die haben dieses Jahr so 30-jähriges Jubiläum. Deswegen haben wir hier mal eine Setliste gemacht, wo ein bisschen mehr Schwerpunkt auf diesem Plan liegt. Gene, kennt ihr den schon? Haben bestimmt schon einige von euch gesehen. Dieser auch jetzt wieder ganz neu dabei. Also, das ist das erste Mal für mich Wacken. Ist geil. Wir machen was von Mitte der 90er. Als du, da warst du gerade ein Jahr. Ja, ich habe jetzt endlich mal einen Gitarristen, der mein Sohn, den ich nie hatte, sein könnte. Er ist echt eine coole Sache. Und Gene spielt jetzt für Land of All Days. Ist echt, macht richtig geil und spaßig wieder. Wir machen noch einen, ja? Einer geht noch!
Unverhofft kommt oft. Ich wollte euch eigentlich nur den Landgasthof zeigen. Aber auf der Clubstage hat gerade Rage gespielt. Bei Rage kann ich natürlich nicht weggehen. Also geiles Konzert, absolut mega geiles Konzert. Und das in dem kleinen Raum. Dichter dran kann man das eigentlich gar nicht erleben. Guckt da unbedingt rein, da kriegt ihr zum Teil die geilsten Konzerte. Und wer das Video gesehen hat von meiner Anreise, der weiß noch, dass ich hier so ein Haus gesehen hatte. Da habe ich mich noch gefragt, ob die wohl fertig werden mit dem Abriss, bis das losgeht. Sie sind fertig geworden. Das ist jetzt der Bereich Lemmys Bar. Und jetzt gucke ich noch mal bei Alis Bistro Imbiss rein, weil jetzt ist mir wirklich nach Döner. Jetzt ist bei mir ein Döner fällig. Standarddöner, gemixt, Tzatziki, Salat, Zwiebeln. So sieht übrigens dann die Beleuchtung der Bühnen von der Dorfstraße aus. Auch cool. Und ich habe es geschafft. Ich kann mir noch den letzten Rest von Halloween angucken, nach dem Konzert im Landgasthof. Sing for Rage, HCO, and Lemmy, and all the other motherfuckers in heaven. Ich habe ein saugeiles Konzert von Rage im Landgasthof gehabt und habe es trotzdem geschafft, zumindest das Ende von Halloween auch noch mitzugucken und den geilen Drohnenflug. Das hat sich alleine schon gelohnt, hier den Weg noch mal längs zu machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.